Herzlich willkommen zu unserer 4. Session Fitness Flow. Welcome everyone. Heute braucht ihr entweder einen Yoga-Block oder ihr könnt auch ein großes Buch nehmen. Wir sind heute wieder draußen in der Sonne. Enjoy everyone. So, dann kommt auf eure Matte. Come on your mat, on the back part of the mat. Come in your stable stance, shoulders back and down, shoulder blades pulled together, Schulterblätter ziehen zusammen. Und wir bewegen erstmal den Nacken ein bisschen durch, bringen den Kopf zu den Seiten, die Ohren Richtung Schultern. Schultern bleiben ganz entspannt hängen, nur der Kopf bewegt sich. Und dann links, rechts, über die Schultern nach hinten gucken. Take a look back over the shoulders. And the rest of your body stays straight. Just the neck, the head are moving. So back to center and we go for a few shoulder rolls. Große Kreise mit den Schultern in beide Richtungen. And then you can let your arms swing to the sides and you can take one foot with you, turning in, einen Fuß mitnehmen und die Arme einfach schwingen lassen, locker hängen lassen und zu den Seiten fliegen lassen. Und zurück zur Mitte. Und wir strecken uns lang, eine Hand geht nach oben, eine Hand geht nach unten und kommen auf die Zehenspitzen hoch. Und beim Hochkommen alles anspannen, die Hände so weit es geht auseinanderziehen lassen. Und einen Moment halten auf den Zehenspitzen, Balance halten und richtig lang ziehen. Try to hold a moment up on your tiptoes, holding the balance, and come back out of it. Both hands go behind the head, and we open up the chest, elbows pull back. And release. Right hand is going down on the right leg and the left arm reaches over the head, over to the other side. Und Seitenwechsel. Linke Hand geht am linken Bein entlang runter, rechter Arm zieht rüber, am rechten Ohr vorbei. Und wieder lösen. Und wir machen ein paar große Kreise mit der Hüfte, big circles with the hip. Moving all our joints a bit, waking up the body. Change direction, Richtungswechsel und wirklich groß die Kreise. Und dann lassen wir die Hüfte nach vorne und nach hinten kippen. Wir können einmal von der Seite gucken. Einmal den Chor anspannen, alles festmachen und dann wieder lösen. Anspannen, lösen und so die Hüfte vor und zurück bewegen. Okay, wieder lösen. Und die Hände über die Knie bringen und Wippbewegungen mit den Knien machen, vor und zurück. And then we go for circles, circling the knees outside and coming back together. Leave the whole sole of your feet on the ground here.
And change direction. Ganze Fußsohle bleibt auf der Matte. Dann auch die Sprunggelenke mit mobilisiert. Und wieder aufrichten. Stabiler Stand, hüftbreit, Schultern zurück. Und wir stellen uns auf ein Bein. Das rechte Bein geht gerade gestreckt zur Seite raus und wir halten es dort und machen dann Auf-Ab-Bewegung. Und gleichzeitig könnt ihr die Handgelenke durchbewegen und aufwärmen. You will feel also a bit of coordination challenge here to do the one movement with your leg and the other movement with your hands. So we also wake up, warm up our concentration, our focus, and pull one knee in and let also your ankle circle around, warming up, and release, shake out the leg, and then we go over for the other side. Straight leg goes out, you hold, you start circling your wrists, and then the straight leg goes up and down, straight to the side. Hold your balance and try to do both movements at the same time. And then bring your knee in, hold your balance, bring the knee into your chest, and again, circle the ankle. Und wieder lösen. Alles nochmal ausschütteln und beide Arme ziehen nach oben. Und wir machen große Kreise mit dem ganzen Körper. Stellt euch vor, ihr haltet einen Ball zwischen beiden Händen. Den haltet ihr fest und wollt ihn in großen Kreisen um den Körper bringen. Über die Seiten lang ziehen. Und die Seite wechseln. Und nochmal lang machen nach oben und zurückbeugen, den Händen hinterher gucken, Hüfte vorschieben, Brust nach oben öffnen und dann abtauchen. Hände Richtung Matte und den Oberkörper locker hängen lassen, den Kopf schütteln, nicken, ein bisschen hin und her bouncen, hoch, runter, alles ein bisschen durchbewegen. Und ihr könnt die Arme verschränken, Hände zu den Ellenbogen bringen und tief hängen lassen. Und sicherstellen, dass alles locker ist. Spannung aus dem Oberkörper nehmen. Und die Hände wieder lösen und zu einer Seite rüber wandern. Hands walk over to the left side. Back to center and over to the right side. And back to center. Dive deep down. And then slowly bring your upper body back up into standing. And the arms go up, stretch long, bend back. And come back forward, hands towards the mat, and the hands walk forward, and you come in your stable plank. Body one straight line, hands underneath the shoulders, and you start rocking back and forth a bit.
bring your left foot next to your hands. And also there, move a bit there. Find the places you are stiff, you feel tension. And then right hand is on the mat, left hand reaches up. Try to equally spread your weight between your both feet and your hand. And then the left hand goes down and you bring your elbow towards the mat. Ellbogen runter zur Matte bringen. Und achte darauf, dass ihr das Gewicht gleichmäßig verteilt zwischen den beiden Füßen und der Hand und nicht die ganze Last auf der rechten Hand ruht. Und die Bewegung geht hin und her, Ellenbogen zur Matte und von da wieder lang nach oben rausstrecken, Hand hinterher gucken und dann den Arm unter dem anderen Arm hindurch führen, Rücken rund machen und von da auch wieder nach oben raus. We go for 5 of each move. 5 times elbow down and 5 times round back. So long arm reach over your head and then place the hand back down and take the other hand up. Hold your balance here. Also here your eyes follow up your hand. And hand back down, step back your foot, come back in your stable plank and again move a bit here, rocking back and forth. And then you switch side. Rechter Fuß geht vor, neben die Hände und ein bisschen durchbewegen. Und dann die rechte Hand lösen, nach oben bringen und der Hand hinterher gucken. Und den Ellenbogen runter zur Matte führen und die Hand streckt wieder nach oben raus. Elbow to the mat and the hand goes back up. And after 5 reps, you change the movement. You bring the right hand underneath your left arm and from there back up. I'm actually very stiff today because I have pretty sore muscles. So do not wonder if I look a bit stiff today. Follow your hand with your eyes in both directions. And then place your right hand on the mat and the left hand reaches up. Hold the balance. One straight line with both of your arms. And the hand goes back to the mat. Your foot steps back. Und wieder in die Plank kommen. Nochmal vor, zurück bewegen, dann über die Arme nach unten, wieder rausdrücken, Füße umstellen und den Körper durchhängen lassen. Gewicht auf den Händen und auf den Fußrücken und von hier bringen wir einen Fuß nach oben, lösen ihn von der Matte und halten nur ein paar Zentimeter über die Matte, es muss nicht weit hoch sein und die Seite wechseln. Alles anspannen. Und wieder lösen. Füße wieder aufstellen, runterkommen über die Arme und zurückdrücken in den Downward Dog und ein bisschen hin und her treten. Press your upper body back, bring the shoulders far away from your ears and the heels reach towards the mat. Come back in your plank and we step out our feet to the side and back to center. You stay stable in your body and you can go quick here if you have the movement.
I go for a few more repetitions. Back to our plank, down through the arms, press up, change your feet, hang through, upward facing dog, and go back through the vinyasa, down through your arms and press back. Right leg goes up, straight long leg. Hold it. And then bring your knee in towards your nose and straight leg back up from there. Lang rausziehen und dann den Rücken rund machen und wieder lang strecken. Einatmen beim Hochziehen, ausatmen beim Rundmachen. Und nochmal oben halten das Bein und dann nach vorne bringen den Fuß zwischen die Hände, aufsetzen und aufrichten den Oberkörper. Stabile Position finden und die Arme mit nach oben bringen. Trotzdem Schultern entspannen. Und einen Moment halten. Das hintere Bein sollte so weit zurückstehen, dass ihr einen Zug spürt über der Hüfte. And we go down for lunges with a hop up. You can choose if you want to go for the lunges without or with a hop. Find what suits for you. I choose the hops and we go for 10 reps in total. Make sure your knee does not, it can slightly touch the mat, but not landing there. Okay, come back in your high lunge. Bring your hands together behind the back and let the arms pull down. Open your chest. And we walk a bit to the sides from there with the straight arms behind our back. Go over to both sides a bit. And then release your hands one more time. Deep breath in, arms up, breathing out. Bring the hands down and down through your arms. Press up. Upward dog, deep breath. And way back. Down through your arms. Und zurückdrücken. Und das linke Bein lang nach oben rausbringen. Und erstmal halten hier. Und dann das Knie nach vorne bringen, zur Nase, Rücken rund und wieder lang nach hinten raus. Und 5. Und dann den Fuß zwischen die Hände stellen. Oberkörper aufrichten, Schultern wieder zurückbringen. Stabilität finden und die Hände nach oben bringen. Und hier wieder bereit machen für die Lunges. Entweder direkt absenken oder beim Hochkommen einen Sprung nach oben mit einbauen. Versucht hier wieder ganz leise zu landen nach den Sprüngen. Das ist nicht nur angenehm für eure Nachbarn, sondern zeigt auch, dass Spannung im ganzen Körper ist. Das schont eure Gelenke. Und nochmal unten halten nach den 10 Wiederholungen. Knie kurz über dem Boden. Und dann ein bisschen mehr aufrichten, zurück in den High Lunge. Und nochmal die Hände zusammenbringen hinterm Rücken. Und die Arme nach unten ziehen lassen. Brust nach oben öffnen, Blick geht nach oben. Und hier auch nochmal zu den Seiten rüberziehen.
Und wieder lösen. Nochmal lang nach oben, tief einatmen und mit der Ausatmung Hände zurück zur Matte, Fuß zurückstellen, runterkommen. Durch den Flow, Upward Dog, tief einatmen, Füße wieder aufstellen, noch ein Push-Up und wieder zurückdrücken. Und das rechte Bein zieht wieder lang nach oben raus. Right leg goes up. And then you bring in your right knee towards your right elbow. And you come forward with your upper body there. You slightly bend your arms. It's not a full push-up. It's kind of a half push-up. From there you go back. And you come back forward. Of course, you can also go for a complete push-up, completely down. But you can also choose the half push-ups like I'm doing it. Bring the straight leg out to the side, then hold for a moment. And then bring the leg back straight and back down on the mat. And we go over for the same thing on the other side. Linkes Bein lang nach oben raus und von dort das Knie nach vorne bringen zum linken Ellenbogen und wieder lang nach hinten rausziehen. Das Gewicht nach vorne verlagert, die Arme beugen, halber Push-Up und von da das Bein wieder lang nach oben rausbringen. Und auch hier machen wir 10 Wiederholungen. Und nach 10 das Bein gestreckt zur Seite rausbringen aus dem Downward Dog. Und nochmal lang nach oben raus und dann den Fuß zurückstellen. Und beide Füße springen vor zu den Händen. Deep squat. And find a good position there. Soles of the feet on the ground. Straight upper body. And then place the left hand next to your left foot and the right hand reaches up. Eyes follow. And swap sides. And release. And come up, stay in a squat. Your arms go up next to your ears. And hold for a moment. Then we come up, you rotate a bit, go over to the side, go in a lunge, back to center, a squat, back up, foot goes back, and a lunge. You always have one squat in between, then going out to the sides for your lunge. This is one version, or you can do the movement with a hop in between as well. Rotating from the squat in the lunge. Choose which option you want to go for, and then we start for a few repetitions. So prepare and let's go. Always take care, your knees are over your ankle. And then come back to center and hold in your squat. Hold, hold, hold. And release. Legs straight, push your hip forward, take a breath. And again, grasp your hands behind you and long arms, chest opens.
And release. Back in your squat. Arms next to your ears, and we go for another round. You can see on one side my position is a bit shaky. There's my bad knee working there. Back to center and hold. And come out of it. And take a breath. Go for a few more circles with your hips here in both directions. Arms go back up, bend back, and from there dive down, hands towards the mat. And hug your legs, pull your upper body towards your legs. And release. Place your hands again and step back in your downward dog. Und das rechte Bein zieht lang nach oben raus. Und dann den Fuß nach vorne bringen zwischen die Hände und aufrichten. Arme mit nach oben bringen. Und einen Moment halten. Tief durchatmen und dann über das rechte Bein nach oben kommen und das linke Bein nach vorne durchschwingen und die Zehen berühren die gegenüberliegende Hand. Always come back in your position, immer kontrolliert zurück in die Position kommen, aus der ihr gestartet seid. Und wieder zurückkommen. Und noch einen Moment halten, lang machen. Und dann beide Beine strecken, ein Stück nach vorne kommen und dann in der Hüfte abkippen und über das gestreckte Bein vorbeugen. Und langsam wieder hochkommen. Den linken Fuß wieder ein Stück zurückstellen. High Lunge. Lang machen. Und mit der Ausatmung Hände zum Boden. Runterkommen über die Arme. Herausdrücken. Füße umstellen. Tief einatmen und wieder zurück. Linkes Bein zieht lang nach oben raus. Und den Fuß nach vorne bringen, zwischen die Hände und aufrichten. Arme mit nach oben bringen. Und einen Moment halten und vorbereiten. Ja, wieder das rechte Bein durchzuschwingen nach vorne. Linkes Bein ist das Standbein. Und die Zehen und die Hand zusammenführen. Kontrolliert zurück in Position kommen. Wir machen 10 Wiederholungen auch auf dieser Seite. Und dann wieder zurückkommen. Noch einen Moment halten. Und wieder rauskommen. Hände zur Matte, Fuß zurückstellen, runterkommen, Füße umstellen, durchhängen und wieder zurück durch den Flow. Zurückdrücken in den Downward Dog. Und das rechte Bein zieht direkt wieder raus. Right leg goes up and comes forward. Bring up your upper body. And turn your hip in.
Your right leg is bent, knee points over the foot, and the back leg is straight, like 45 degrees, turned in. Then reverse the movement. Right hand reaches over to the back and come out of it. Now you might want to use the book or the yoga block. Bereitet euch das einmal vor, euch vor euch aufzustellen, und dann gehen wir aus dem Krieger 2 aufs rechte Bein, aufs Standbein, greifen uns das Buch und das linke Bein ist gestreckt, der linke Arm ist gestreckt nach oben und die Hüfte bleibt gerade. Ihr könnt das Buch nehmen oder die Hand auch Richtung zum Boden bringen, je nachdem, wie flexibel ihr seid, wie gut ihr die Balance halten könnt. Und wir halten hier einen Moment länger. Und dann wieder rauskommen, zurück in die Position, aus der wir gestartet sind. Und wieder eindrehen, zurück zum High Lunge. Mal lang nach oben rausziehen. Und wir versuchen, eine Balancepose zu machen. Wir bringen die Hände neben unser rechtes Bein und das Bein über die Ellenbogen und versuchen, die Füße vom Boden zu lösen. Kannst du ausprobieren, kannst das Video anhalten, ein bisschen rumprobieren, wenn es schwierig ist. Und von da dann wieder rauskommen. Und wieder in die Plank. Kurz halten und wir bereiten nochmal vor für schnelle Mountain Climbers. Füße, Knie anziehen zwischen die Hände und schnell hintereinander weg. Let's go. Und wieder zurückdrücken. Und direkt das linke Bein nach oben bringen. Und dann den Fuß nach vorne holen, zwischen die Hände, aufrichten, Schultern zurückbringen. Und auch hier drehen wir ein, dann hinterer Fuß dreht ein, die ganze Fußsohle ist auf dem Boden jetzt vom hinteren Bein. Und dann die Bewegung umdrehen, linke Hand zieht über den Kopf nach hinten und dann nach vorne kommen und das Gewicht über das linke Bein bringen. Linke Hand greift sich das Buch oder geht zum Boden runter. Rechter Arm zieht lang nach oben raus. And the hips stay on top of each other. Und langsam wieder rauskommen. Zurück in Position. Und zurück zum High Lunge. Und auch hier versuchen wir nochmal die Balancepose. Bring your leg over your elbows, over your arms, and try to lift your feet off the mat and come back out of it. And we bring both legs straight again and dive forward over the left leg, and legs really stay straight here. And slowly back up
and back in your high lunge. And hands go back down on the mat, back to plank, and prepare again for some quick mountain climbers. And start. Go, 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 continue, and rest. In your plank, bring your knees down on the mat, and again you can grab your book here if you like, and you place your hands on your book, and you can let your head fall down between your arms and let your spine relax. And try to relax everything for a moment to reset and then come out of it. Put the book aside again. And then we want to move the spine a little bit. We come on all fours and we draw some circles with the spine going all the way up to the side, down and back up. And back to center. So prepare your book in front of you. We will need it one more time. So watch out, it stands there that you can grab it and go back in your downward dog then. Bring the right leg up, long leg. Oh, my book fell down again. Foot between your hands, bring up the upper body. I need to prepare my book again. Okay. And then turn in again. Warrior 2. And then shift your weight over your standing leg and come again in your half moon, or I also know it as star position. And from here, now you wanna bend your left leg and grab your ankle with the left hand and stretch your quadriceps from here. It's again a position where hand and foot kind of work against each other. They pull against each other. And slowly release, hold your balance, bring your leg back straight, and from there you come back in your high lunge, arms go up, stretch long, and then hands back on the mat, step back, come in your plank, and prepare for quick mountain climbers. Let's go. And back to downward dog. Linkes Bein zieht lang nach oben raus und den Fuß nach vorne bringen, zwischen die Hände aufrichten, Arme nach oben bringen und auch hier nochmal eindrehen und dann das Gewicht übers linke Bein bringen. Und nehmt euch das Buch, wenn ihr es braucht, oder bringt die Hand zum Boden. Rechter Arm, rechtes Bein lang gestreckt. Und von hier dann das Bein beugen und die rechte Hand greift das Fußgelenk und dann den Arm und das Bein gegeneinander ziehen lassen. Gleichzeitig die Balance halten
und wieder lösen. Kontrolliert wieder rauskommen. Nochmal lang strecken und von da zurück in den Ausfallschritt. Arme nochmal hochbringen, lang strecken, tief einatmen und mit der Ausatmung Hände zurück zur Matte, Fuß zurückstellen, Plank. Und diesmal wollen wir beide Füße zusammen nach vorne bringen, neben die Hände, einmal links neben die Hände, zurück zur Mitte und rechts neben die Hände. Und ein paar schnelle Wiederholungen hintereinander. Auch hier leise Sprünge und zurück zur Plank kommen. Knie absenken und zurücksetzen. Auch hier könnt ihr euch nochmal das Buch nehmen und die Arme auf dem Buch ablegen. Kopf geht zwischen den Armen hindurch nach unten. Und dann wieder rauskommen. Füße wieder aufstellen und in die Plank kommen. Und wir lösen das rechte Bein und den linken Arm gleichzeitig vom Boden. Stellen sie wieder ab, runter, ein Push-Up und die andere Seite. Linkes Bein, rechter Arm. Langziehen, halten, zurückstellen, Push-Up. Und die andere Seite. Zurückstellen, Push-Up, wieder hochkommen und die andere Seite. Balance halten, abstellen, Push-Up und wieder wechseln. Und zurück zum Downward Dog. Durchbewegen. Und die Hände wandern zu den Füßen. Einmal tief fallen lassen. Oberkörper entspannen. Und langsam aufrichten. Come in a stable stand. Move a bit what needs to be moved. And then we bring one leg up and come in a scale position. From there you can do squats with your standing leg. 1, 2, 3, 4, and 5. Come back up. You bring a leg out to the side. 1, 2, 3, 4, 5, and directly from there you bring it straight forward and you start drawing little circles with your leg. You will notice this actually looks more easy than it is. And we go back down. We go for a second round. Directly from there, bringing the leg back straight. Go for 1, 2, 3, 4, 5 squats in the standing leg. Bring the leg straight out to the side 5 times. 3, 4, 5. And you bring it up in the front, bring it straight and start circling in both directions. And keep your stable stand. And we go for a third and final round on this side. Leg goes back straight. 1, 2, 3, 4, and 5 squats. Come up, bring the leg out to the side. 1,
2, 3, 4, and 5, and bring it up. Straight to the front and start circling. And bring the knee in. And then release. Shake out your legs a bit. And then what was your standing leg, the left one, you roll over the top of the foot to stretch the upside of your foot. And release. Now we'll go over to the other side then. Andere Seite. Linkes Bein geht nach hinten raus, die Arme nach vorne und auch hier 1, 2, 3, 4, 5 Kniebeugen im Standbein aufrichten und das Bein gerade zur Seite rausbringen. 5 Mal und dann das Bein gerade nach vorne und kleine Kreise mit dem ganzen Bein zeichnen. In beide Richtungen. Und dann zweite Runde. Bein wieder lang nach hinten raus. Arme ziehen nach vorne raus. Und 1, 2, 3, 4 und 5. Kniebeugen. Aufrichten. Bein zur Seite. 1, 2, 3, 4 und 5. Und das Bein nach vorne bringen. Kontrolliert stehen bleiben. Und kreisen. Und letzte Runde. Nochmal lang nach hinten raus. Und die Kniebeugen. 1, 2, 3, 4 und 5. Aufrichten. Zur Seite. 1, 2, 3, 4 und 5. Und ein letztes Mal nach vorne. Bein lang machen und nochmal kreisen. Und dann das Knie anziehen und lösen. Beine ausschütteln und auch hier nochmal über den Fußspann abrollen, Hüfte nach vorne schieben. Und wieder lösen. Und nochmal ein paar Kreise mit der Hüfte drehen. In beide Richtungen. Und wieder zur Mitte kommen. Und dann auf die Matte setzen. Und von hier, wir nehmen uns nochmal das Buch in die Hand. In die Hände vor unsere Brust. Füße sind aufgestellt und die Arme lang gestreckt nach oben mit dem Buch in der Hand. Und von da aus setzen wir uns auf und halten das Buch die ganze Zeit über unserem Kopf. Und die Füße bleiben fest auf der Matte. Keep going. And then release. Take a breath. And then we go for a second round.
And next time we add a movement bringing the book up from our chest. So we bring the book up, sit up, coming back down, and the book goes down and back up, and another sit up. And we'll go for 15 in total. You can see the pain, how sore I am. Last ones. And release. Put the book aside. Take a breath. And you can bring the soles of your feet together and let your knees fall down to the sides. Take a breath, take a moment. And then come out of it and come in a V position. Legs are up, upper body is up, and we go for side row sit-ups. Elbow towards the opposite knee, going back straight and up to the other side. And hold your knees. Lay it back. And one leg goes down straight, left one, and the other one is also straight and goes over to the other side. You can hold the foot with your hand if you reach it, and the right arm goes out to the side. Eyes follow the right hand. And if you want, you can add bending your leg, your left leg, to add a stretch of the quadriceps there. The other leg stays in the position. And slowly get out of it. Let go of your left foot and then turn back and swap side. So left leg goes over the right one, both legs are straight. Right hand reaches toward the left foot and the left hand reaches over to the other side. And also here you can bend the left leg and pull the foot in from there. Und langsam lösen, den Fuß loslassen und wieder rausdrehen. Mal die Knie anziehen.
und lösen. Und dann hochkommen, mal die Beine lang machen und soweit es geht zu den Seiten rausbringen, gestreckt. Und mit dem Oberkörper nach vorne wandern von hier. Ihr könnt versuchen, mit den Händen die Füße zu greifen. Und dann wieder rauskommen und zu einer Seite Richtung linken Fuß nach vorne beugen, über das Bein. Und wieder rauskommen und zur anderen Seite. Über das Bein beugen und dort halten. So mit der Ausatmung ein Stück tiefer zu kommen, in die Dehnung, Spannung loszulassen und wieder aufrichten. Okay, Beine wieder zusammenbringen. And last move. We throw the legs over the head and let the spine hang through. And you can hang out there as long as you need to, as long as it feels good. You could change the position of your feet from there. And when you're ready, you come out of it. If you want, you can stay a moment in a lying position. Palms face up, feet drop to the sides. And relax for a moment before you finish. See you next time.